in einer kleinen, verträumten Welt, in der die Bäume mit Schnee bedeckt waren und die Sterne am Himmel wie glitzernde Diamanten funkelten, lebte ein einsamer kleiner Drache namens Dragon. Er war nicht wie die furchterregenden Drachen, von denen man sonst in Geschichten hörte. Dragon war klein, flauschig und von Natur aus freundlich. Die anderen Drachen um Dragon herum waren groß, majestätisch und manchmal sogar ein wenig einschüchternd. Sie flogen durch den Himmel, spuckten Feuer und zeigten stolz ihre glänzenden Schuppen. Dragon hingegen konnte gerade einmal kleine Flämmchen ausstoßen, die eher wie sanfte Wärmestrahlen aussahen. Doch gerade wegen seiner freundlichen und sanften Natur fühlte sich Dragon sehr einsam. Er hatte ein Herz voller Sehnsucht nach einer Familie und Freundschaft und träumte davon, irgendwann eine eigene Familie zu finden, mit der er Weihnachten feiern würde. An einem kalten Wintermorgen. Ein kalter Wind strich durch die einsamen Berge, als Dragon einsam in seiner Höhle saß und von einem Leben mit einer liebevollen Familie träumte. Spürte Dragon einen Stich tief in seinem Herzen. Er sehnte sich so danach, in der festlichen Zeit von Weihnachten umgeben von Freunden und Geliebten zu sein. So fasste er einen mutigen Entschluss. Er würde aufbrechen, um eine Familie zu finden, die sein einsames Herz erwärmen konnte. Dragon packte ein kleines Stoffbündel mit einigen Dingen, die er für seine Reise benötigen würde, und sein gespartes Gold, das er in einer kleinen Höhle unter einem Baum versteckt hatte. Seine Augen glänzten und sein Herz klopfte vor Aufregung, als er sich auf den Weg machte, um die Familie zu finden, von der er immer geträumt hatte. So flog er in das nächste Dorf. Doch die Dorfbewohner waren so überrascht, als sie den kleinen Drachen sahen, der sich unsicher durch die Gassen bewegte, dass sie davonliefen. Einige Kinder schrien vor Angst auf, auch wenn Dragon versuchte, sie mit einem freundlichen Lächeln zu beruhigen. Er wollte niemanden Angst machen. Er wollte nur jemanden finden, der ihm ein Zuhause schenkte. So flog er traurig weiter. Dragon wanderte über grüne Wiesen, vorbei an glitzernden Seen und durch verschneite Wälder. Die Kälte biss in seinen kleinen Flügeln, aber sie trugen ihn tapfer durch die eisige Luft. Während er mit jedem Schritt seinem Ziel näher kam, wärmte die Vorfreude sein Herz. Doch als er einen dunklen Wald erreichte, zögerte er einen Moment. Der Wald schien von geheimnisvollen Schatten durchzogen zu sein und ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Dragon brauchte einen Moment, bevor er sich entschloss, mutig hindurchzugehen. Im Wald hörte er das Knistern von Blättern und das Rascheln von Tieren im Unterholz. Seine Augen waren weit aufgerissen von der Furcht vor den unheimlichen Schatten, die zwischen den Bäumen lauerten. Plötzlich hörte er ein leises, schniefendes Geräusch. Ein kleiner Hase kam aus dem Dickicht und blickte den kleinen Drachen mit großen Augen an. »Hallo, kleiner Drache, du brauchst keine Angst zu haben.« »Sag mir, warum bist du so traurig?« fragte der Hase mitfühlend. Dragon erzählte dem Hasen von seinem Leben und von seinem Wunsch, eine Familie zu finden, die ihn lieben und mit denen er Weihnachten feiern könnte, und von seinem Erlebnis im letzten Dorf. Es fing schon an zu dämmern. Die Sonne verschwand hinter den großen Bäumen. Doch der Hase hörte aufmerksam zu und schließlich fing er an zu lächeln und sagte mit ruhiger Stimme: »Ich kenne eine Familie. Sie wohnt am Rande des Waldes. Die Familie Katt. Sie sind zwar sehr arm, aber sehr herzlich. Vielleicht findest du dort, wonach du suchst.« Voller Hoffnung und neuer Energie machte sich Dragon auf den Weg zur Hütte am Rande des Waldes. Als er näher kam, konnte er das warme Licht eines knisternden Kaminfeuers durch die Fenster schimmern sehen. Direkt vor dem Haus konnte er aber die ängstlichen Stimmen aus der Hütte vernehmen. Die Familie Katt hatte Dragon bemerkt und fürchtete, er wolle sie fressen. Dragon klopfte vorsichtig an ihre Tür und sagte: »Hallo, ich suche eine Familie, die mich liebt und mit der ich Weihnachten feiern kann. Kann ich vielleicht bei euch bleiben?« Mit seinem schweren Herzen versuchte Dragon, ihre Ängste zu zerstreuen. Er erzählte von seinem Wunsch nach einer Familie und versprach ihnen, keinen Schaden zuzufügen.
Nach und nach aber schmolzen die Vorbehalte der Familie dahin. Dragon half ihnen, Holz für den Kamin zu sammeln und erzählte von seiner Reise und den Abenteuern auf dem Weg hierher. Auch von dem kleinen Hasen erzählte er. Die Familie war gerührt von seiner Geschichte und entschloss sich, ihn zu behalten. Die Tage vergingen und Dragon wurde ein Teil der kleinen Familie Kat. Eines Tages gingen sie gemeinsam auf die Suche nach dem schönsten Weihnachtsbaum im Wald. Dragon trug ihn auf seinem kleinen Rücken nach Hause und half mit, ihn mit vielen bunten Kugeln zu schmücken und sorgte dafür, dass die Hütte festlich und warm erleuchtet war. Die Kinder der Familie Kat waren seit langem wieder fröhlich und selbst die Eltern konnten ihr Lächeln nicht unterdrücken. Am heiligen Abend versammelte sich das ganze Dorf um die Hütte der armen Familie, um Dragon kennenzulernen. Die Dorfbewohner waren anfangs skeptisch, aber als sie sahen, wie liebevoll Dragon mit seiner neuen Familie interagierte, öffneten auch sie ihr Herz für den kleinen Drachen. Gemeinsam feierten sie das schönste Weihnachtsfest, das die Menschen je erlebt hatten. Es gab Gesang, fröhliches Gelächter und die Wärme der Gemeinschaft. Dragon konnte sein Glück kaum fassen. Er hatte nicht nur eine Familie gefunden, sondern auch Freunde, die sein Herz mit Liebe erfüllten. Die arme Familie lebte fortan ohne Sorgen. Dragons gespartes Gold half ihnen, ein besseres Leben zu führen. Die Kinder der Familie konnten zur Schule gehen und die Eltern hatten genug, um ihre Hütte zu reparieren und für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Dragon hatte seine Familie gefunden und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende in der kleinen Hütte am Rande des Waldes, wo der warme Schein eines Kaminfeuers ihre Herzen für immer erleuchtete. So endet die Geschichte von Dragon Kat, dem kleinen Drachen, der durch seinen Mut, seine Freundlichkeit und sein Mitgefühl nicht nur seine Einsamkeit überwand, sondern auch das Leben einer armen Familie veränderte und ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest bescherte. Ich wünsche mir, dass ihr immer mit einem offenen Auge durch die Gegend geht und immer offen für Neues seid und versucht immer das Gute darin zu sehen. Dann wird alles ein wenig schöner. Naja, und außerdem wünsche ich euch immer eine Handbreit Holz im Laser und wie sagte mir jemand, und einen Feuerlöscher griffbereit. Schöne Weihnachten. Es ist schön, dass es euch gibt. Dicke Dragon-Küsschen.